Dann schauen wir, wie es uns geht. Das ist wirklich der erste Bremsversuch. Ja, der geht gleich in die Hose. Ja, gar so gut hat der Test jetzt aber nicht angefangen, lieber Kri. Aber das wird sich bessern, liebe Leute. Willkommen auf meinem Kanal. Wir sehen hier die Simnet Add-ons für die Bremse und die Handbremse. Ich habe das Add-on für die Bremse erworben, wo ich später euch noch die Montage zeige. Wir öffnen mal einfach so das Paket. Dann sehen wir, was drinnen ist. Ich werde euch links oben noch gleich einblenden, was für Federn dem Paket beiliegen. Hier haben wir wirklich sehr viele Varianten. Als nächstes haben wir die Halteplatte für die Load-Cell. Hier wird hinten die Hydraulik-Add-on angeschraubt. Und alternativ gibt es auch diese natürlich für die Handbremse. Dann haben wir hier noch die Schrauben, Abstandshalter, Imbusschlüssel und natürlich zu guter Letzt das Hydraulik-Add-on, was hier natürlich schwer ausgeht. Darum machen wir es hier. Das Add-on ist in einem schönen Säckchen drinnen. Das packen wir hier aus. Und hier haben wir nun das Hydraulik-Add-on für die Bremse. Für die Simnet SR Pro Pedale. Wirklich schön verarbeitet. Ich konnte keinen Ölverlust nach dem Transport erkennen. Hier ist der Kolben, der kommt dann vorne beim Bremspedal rein. Und hinten ist die Aufnahme Richtung Load-Cell. Nun schrauben wir mal das Gehäuse auf, wo dann die Federn reinkommen. Das ist ein Feingewinde, da dreht man ganz schön lange. Die Federn steckt man dann, was ich nun in der linken Hand habe, unter diesen Stahlelement unten rein. Den Stift zieht man nur raus, zeige ich euch später. Achten sollte man, dass man im Gehäuse innen drinnen diesen Bolzen ganz nach unten drückt, bevor man die Federn einsetzt. Hier zeige ich euch kurz noch, was für Federpakete insgesamt dabei sind. Und dann noch als Übersicht, was in der Verpackung gesamt drinnen ist. Hier habe ich für euch noch den Hydraulikbehälter aufgeschraubt, dass man auch sehen kann, wo das Hydrauliköl drinnen ist. Leider hat Simnet überhaupt keine Infos bezüglich des Hydrauliköls in der Verpackung oder sonst wo angegeben. Das wäre noch interessant, das werde ich bei dem Cooper noch nachfragen. Und sobald ich hier Bescheid weiß, werde ich es unten im Video in der Beschreibung einfügen. Nun schließen wir den Deckel wieder so fest als möglich. Nun noch kurz die Erklärung der Hydraulik. Wir haben hier den Kolben, der drückt hier das Öl nach unten. Hier ist die Dichtung. Hier ist die Feder. Also es drückt den Kolben nach unten, dann die Hydraulik drückt das Öl, drückt es nach hier und hier können wir unser Feder mit den verschiedenen Stärken einsetzen. Hier haben wir noch mal kurz die Übersicht, welche Federn, Elastomere und Beilagen es gibt. Hier ist das Ein-Federn-Setup mit den Beilagen, was ich verwenden werde. Hier das Zwei-Federn-Setup. Hier braucht man in der Mitte natürlich eine Beilage mit Zentrierung für die Feder. Hier das Ein-Elastomer, Ein-Federn-Setup. Und hier das Zwei-Elastomer-Setup. Hier werden dann auch komplett andere Beilagscheiben benutzt. Hier zeige ich euch noch meine aktuelle Einstellung der Bremse, damit ihr wisst, von wo ich komme. Ich habe also zwei blaue Stahlfedern eingebaut und einen blauen Elastomer. Das hat mir am besten gefallen. Zusätzlich habe ich noch den Dämpfer drinnen. Ich habe hier die Motoren, die sind von einem Konkurrenzfirma von Simnet. Darum habe ich hier die Motoren abgeklebt. Zusätzlich habe ich noch von HRS die Bremspedalplatte
und die Gaspedalplatte auch verbaut. Die Motoren hatte ich mit einem V3 von Fanatec 3D-Druck montiert. Das nur zur Info. Was ich noch abbauen werde im Zuge dieses Umbaus ist dieser hydraulische Dämpfer. Ich habe im Simnet-Forum gelesen, dass jemand bereits geschrieben hat, der schon die Hydraulik im Einsatz hat, dass einfach hier das mechanische Gefühl ohne den Dämpfer am besten ist. Ihr könnt mir dann gerne wissen, ob es mit oder ohne besser ist. Ich versuche jetzt als erstes ohne den Dämpfer. Was ich euch noch zeigen möchte, ich werde im Zuge dieses Umbaus auch meine Load-Cell wechseln. Ich hatte hier bereits einmal einen Bruch. Hier zeige ich aktuell dieses Plättchen. Wie ihr seht, jetzt bei der neuen ist das bereits viel dicker ausgeführt als wie bei der alten. Bei der alten war eben das Problem, dass sich dieses Plättchen verbogen hat und danach 2 Schrauben abgerissen sind von diesen 4 Schrauben, was die Load-Cell befestigen. Nun sehen wir uns noch an, wie man die Federn tauscht. Dazu hatte ich ja die Kappe schon runtergeschraubt, die nimmt man eben raus. Dann hier ist nur dieser Stift reingesteckt und hier zwischen gibt man eben dann die Federn. In dem Fall nehme ich die silberne Feder mit den 2 Beilagscheiben, die die Zentrierung für die Feder oben haben. Auf einer Seite und auf der anderen 2 Seiten flach sind. Man steckt hier dann nur die Feder drauf. Machen wir es so. Beilagscheibe rauf. Feder rauf, dass sie zentriert ist. Über die Beilagscheibe. Dann die zweite Scheibe drauf. Und zusammen dann ins Federpaket rein. Das wird dann eben wieder über das Feingewinde nach unten geschraubt. Davor sollte man noch achten, dass dieser Bolzen noch ganz unten ist. Reingesteckt, angeschraubt. Als erstes schraube ich, wo man hier diese Vorspannung Preload sieht, bis auf 0 zum Testen. Das werde ich dann später auch nochmal auf 5 runterdrehen, nachdem ich getestet habe. Das hat mir dann am besten gefallen, weil sonst das Pedal ein bisschen zu schwammig am Anfang war. Ja, ich habe hier jetzt meine V2 Version umgebaut, eben von den Simnet Pedalen mit eben der stärkeren Platte von der Load-Cell. Jetzt kommen wir zur Demontage der Feder. Dazu schrauben wir hier die Vorspannungsmutter der Federn nach oben. Dann können wir diese hier Federn eben rausnehmen. Dann müssen wir als nächstes diese Stange ausbauen. Dazu habe ich hier bereits die oberen und unteren Schrauben gelöst, damit eben diese Schrauben oder dieser Bolzen leichter zum Demontieren geht. Dazu müssen wir die obere und untere Schraube rausnehmen. Nehmen wir das heraus, dann kann man das ganz einfach nach draußen ziehen. Und dann kommt in das gleiche Loch eben als nächstes die Hydraulik rein. Dazu gibt es dann diese Scheiben in doppelter Ausführung, die Schrauben und die Abstandsrohre.
jetzt kommt als nächstes, müssen wir die mitgelieferten Platten der Bremse einbauen. Metal Plates for Brake Pedal steht hier. Dazu müssen wir diese 4 Schrauben, also die 2 vorne und 2 hinten, lösen. Ich habe die Schrauben jetzt schon gelockert. Unten erwische ich schon raus. Das heißt, wir können das dann so abnehmen. Die zweite Halterung abnehmen. Und dann eben diese neuen Platten für die Halterung der Bremse aufbauen. Dazu machen wir am besten schon die Schrauben rein. Und drehen diesen Abstandszylinder drauf. Festziehen können wir es dann später. Das ist die erste, dann die zweite Platte drauf. Schauen, dass das schön einrastet, jawohl. Was Simnet jetzt gemacht hat, ist, ich kann es jetzt nicht ganz erkennen, muss ich später nochmal schauen. Auf jeden Fall haben sie jetzt andere Schrauben für das Set. So, das haben wir. Wir müssen dann später sowieso noch festschrauben. Dann als nächstes kommt unser Pedal rein. Dazu brauchen wir diese 2 Scheiben und das kurze Stück, nicht das lange Stück. Das lange Stück, das eine lange Stück kommt dann später hier hinten rein. Davor kommt eben hier dieses Abstandsstück rein und diese 2 Plastikabstandsstücke. Eins oben, eins unten. Und das kommt eben dann ins gleiche, an die gleiche Position wie davor unser Federkit war. Schieben wir schön rein. Lässt sich relativ gut einschieben, wenn man oben und unten die Schrauben gelöst hat. Dann schrauben wir einfach wieder von beiden Seiten die Schraube rein. Am besten ist immer von beiden Seiten dann mit dem Imbusschlüssel zu kontern. Das machen wir erst später. Machen wir noch die hintere Seite. Ganz wichtig ist, diese Platten haben hier noch ist noch ausgedreht, hier ist etwas höher. Das heißt, die gerade Fläche immer nach außen. Das heißt, wir setzen das Gedrehte, wo innen ein bisschen erhöht ist, so ein. Jetzt haben wir natürlich das Abstandsrohr kommt hier noch rein. Ich habe jetzt fast vergessen. Dann kommt eben dieser Ring drauf. Von der anderen Seite ebenso. Ein bisschen fummelig jetzt. So sollte das dann reinpassen. Jawohl. Wieder vorne und hinten die Schraube. Schauen, dass die Flucht gut passt. Genau, das Rohr muss schön gerade stehen. Und von der zweiten Seite.
die Schraube ziehen wir noch fest. Ja, also jetzt haben wir es alles richtig verbaut, hoffe ich mal. Natürlich schauen, dass man alle Schrauben festzieht. Das ist ganz wichtig bei den Simnet-Pedale. Vielleicht auch noch einmal ein bisschen Öl hier an die Stellen, wo das Pedal sich bewegt, dass man da ein bisschen Schmier. Hier zum Beispiel sieht man den Staub bei meinem Pedal, das werde ich jetzt noch reinigen und nochmal ein bisschen Schmiermittel draufgeben. Gibt es zum Beispiel, ich habe jetzt hier von Würz Multifunktionsspray, das kann man da ruhig mal reingeben. Alle Schrauben nochmal nachziehen und dann geht schon los mit den Tests. So kommen wir nun zur Kalibrierung des neuen Bremspedals bzw. der Hydraulik am Bremspedal. Wir sind jetzt im Simnet-Menü. Ich muss natürlich nochmal neu kalibrieren. Dazu wähle ich Kupplung nicht installiert, Bremse kalibrieren. Gaspedal ist bereits kalibriert, das lassen wir so. Jetzt schauen wir mal an, wo wir hinkommen beim Bremsen. Also ich komme gar nicht nach oben, wenn ich komplett durchdrücke. Das heißt, ich muss hier den Versatz verstellen. So komme ich jetzt nach oben. Jawohl. Wenn ich schnell das Bremspedal löse, höre ich ein bisschen Luft. Ich weiß nicht, ob ihr das beim Mikrofon hört, aber vom Ding her denke ich, ist das ganz gut. So, jetzt müssen wir das Pedal in der Nullstellung belassen. Natürlich den Fuß nicht draufdrücken. Und jetzt 100% durchdrücken. Genau. Und nun kann man testen Sie die Kalibrierung, um festzustellen, ob sie zufriedenstellend ist. Wenn nicht, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu starten. Für uns ist das jetzt eigentlich okay. Man kann jetzt die Totzone ein bisschen noch, das merke ich, ja, das ist mir ein bisschen zu wenig. Die untere Totzone, das heißt, wenn ich drauf drücke und so liegt mein Fuß ein bisschen an, das könnte ich jetzt so gesehen hier so wegnehmen. Und dann wäre diese Totzone eigentlich weg, ja. Ich muss natürlich dann später noch ein bisschen einstellen mit der Vorspannung, was ich vorhin gezeigt habe. Das werde ich auf jeden Fall noch nach unten, weil es mir im Prinzip ein bisschen zu weich ist noch, das Pedal. Also das werde ich dann noch einstellen. Das Pedal passt, wenn ich durchdrücke, genau. Obere Totzone brauche ich im Prinzip keine. Dann gehe ich auf Fertig. So passt mir das eigentlich ganz gut. Genau, so werden wir das jetzt mal im Spiel. Ich spiele ja vorrangig Gran Turismo. Wenn wir das im Spiel benutzen. Bis gleich. So, wir probieren die neue Hydraulik an der Bremse jetzt dann am besten gleich mal im Spiel. Dazu fahre ich ein Straßenfahrzeug, um es nicht zu schwer zu machen am Anfang. Dann schauen wir uns, wie es uns geht. Das ist wirklich der erste Bremsversuch. Ja, der geht gleich in die Hose. Ist natürlich nicht so einfach, wenn man schon sehr Bremse gewohnt ist und nun sich wieder komplett umstellen muss.
Ja, nach den anfänglichen Schwierigkeiten konnte ich mich dann doch Runde für Runde verbessern. Die Kurve am Anfang hat mir trotzdem immer noch Sorgen bereitet. Das kann aber auch am Fahrzeug gelegen sein, weil einfach die Sportreifen hier ein bisschen mehr rutschen. Natürlich ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu schnell in die Kurve gegangen. Aber ich konnte dann wirklich Runde für Runde meine Zeit verbessern und fühlte mich immer wohler an der hydraulischen Bremse. So, ab geht's nun in eine schwierigere Fahrzeugklasse, nämlich die Gruppe 2. Schauen wir, wie hier die ersten Kilometer sich anfühlen. Ja, die ersten Testmeter an der Gruppe 2 sind mal voll vielversprechend. Gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Immer beim Trailbreaking hilft es mir schon, muss ich sagen. Durchwegs positiv die ersten Kilometer. Ja, auch hier, wie man sieht, konnte ich mich eigentlich Runde für Runde steigern und habe mich eigentlich richtig wohl gefühlt. Und daher wollte ich jetzt dann nochmal testen, da ich letzte Woche ein Rennen auf Road Atlanta gehabt habe in der Gruppe 3, wie es sich dort anfühlt. Hier bin ich schon in der letzten Kurve vor Startziel. Meine erste Runde
ist eine 18300. Ich weiß hier von letzter Woche eben, ich hatte eine 117,9 irgendwas. Das heißt, ich bin hier schon auf 4 Zehntel auf der ersten Runde dabei. Die erste Schikane macht mir oft Kopfzerbrechen. Wo ich noch ein bisschen das Problem habe, ist diese 50% Bremsen. Aber das werde ich dann später noch lösen, indem ich eben die Vorspannung der Feder von 0 auf 5 drehe. Dann habe ich mehr Gespür im Fuß. So, hier hatte ich bereits nun die Vorspannung auf 5 geändert. Wie man sieht, ist hier bereits in Runde 2 eine sehr gute Zeit bei mir rausgekommen mit 1,18,0. Das heißt, ich bin hier eigentlich nur noch 1 Zehntel von meiner Bestzeit entfernt. Leider ist hier jetzt auch meine Batterie an der Kamera zu Ende gegangen, am Pedal, sodass ich das jetzt nicht mehr drauf habe, hier rechts unten. Aber ich glaube, das ist jetzt zum Vorzeigen egal. Hier komme ich schon viel besser raus. Ich habe hier, wie gesagt, im unteren Bereich viel mehr Gespür nun. Und hier setze ich nun auch schon eine 1,17,9. Das heißt, ich bin hier jetzt eigentlich schon an meiner Zeit von letzten. Ja, und wie man hier sieht, wäre sogar nochmal eine Verbesserung drinnen gewesen. Ich verhaue jetzt leider die Schikane hier. War zu früh am Gas. Und ja, also man sieht, mit der neuen Simnet Hydraulik Add-on für die Bremse komme ich ganz gut klar und werde die natürlich in weiterer Zukunft dann weiter testen und trainieren. Was mir dann noch aufgefallen ist, dass ich, wenn ich bremse und ich den Druck eigentlich aufgebaut habe und schon halte, dass im Bereich von 2-3% die Bremse dann doch abfällt. Das kann der Hydraulik geschuldet sein, dass die eben nicht so schnell reagiert. Ich werde dann das nochmal gleich im Kalibrierungsmenü in Gran Turismo zeigen. Da schauen wir jetzt gleich hin. So, hier sind wir im Kalibrierungsmenü von Gran Turismo. Hier teste ich das nochmal. Hier werden schön die Prozent gezeigt. Hier unten ist das nicht so dramatisch, finde ich. Im Bereich von 50%, da fällt es um die 2-3% ab. Ja. Aber sobald ich auf die 75 gehe, hier teste ich nochmal zuerst, wenn ihr hinhört, diese Luft, wenn man schnell drauf drückt und schnell loslässt, hört man ein bisschen Luft. Am dramatischsten finde ich es hier. Da bin ich auf der 75 und da falle ich 3-4% ab. Das kann jetzt auch an der Reaktion der Hydraulik eben liegen. Oder vielleicht einfach, dass eben dann mehr Kraft da ist von der Hydraulik und mein Bein das nicht mehr da drückt. Aber hier ist es doch schon ein bisschen auffällig. Im unteren Bereich nicht, da ist das nicht so dramatisch. Da sind es vielleicht 1-2%. Aber ja, vielleicht werde ich das noch ein bisschen optimieren probieren. Auf jeden Fall könnte das auch nochmal ein bisschen was helfen. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt nach den ersten Runden schon doch sehr zufrieden mit dem Hydraulik Add-on und es lässt sich einfach gut bedienen. Ja, das war es schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, schreibt mir bitte in die Kommentare, lasst mir ein Like hier oder abonniert meinen Kanal und ich wünsche euch eine gute Fahrt mit dem Simnet Hydraulik Add-on für die Simnet Pro Pedale. Bis dann, euer Kri.